Hallo, ich bin Tim und heute werde ich mal ein paar Zauberwürfel-Beispiellösungen mit der ZZ-Methode machen. Ich benutze die ZZ-Methode als meine Hauptmethode und bin ungefähr 11 Sekunden schnell damit. Und ja, diese Zauberwürfel-Beispiellösungen, die werden jetzt mal auf Deutsch sein, wie man unschwer bemerken kann. Aber hier oben sind auch nochmal Subtitles auf Deutsch und dann nochmal auf Englisch, falls die irgendjemand braucht. Genau, und dann fangen wir schon mal an. Okay, also der erste Teil von ZZ ist ja immer, dass man die Kanten orientiert. Und das wird auch EO genannt, also Englisch für Edge Orientation. Aber ich nenne es einfach mal Kanten orientieren hier. Und ja, ich bin X-to-Y neutral, also oder X-to-Y neutral. Und zwar bedeutet das, dass ich eigentlich nur lösen kann, wenn ich weiß oben habe oder gelb oben. Und hier muss ich mich jetzt mal entscheiden, welche Achse ich benutzen will oder welche Seiten ich vorne benutzen will. Und ja, ich nehme mal hier blau vorne, gelb oben. Also dann sehe ich hier, ich habe hier drei böse Kanten oder schlechte Kanten und die kann ich orientieren, dass sie zu guten Kanten werden, aber dafür wird die hier dann zu einer schlechten. Dann kann ich die hier rüberbringen und dann hier die 4 auf eine Seite und dann mit einem F werden die alle gut. Dann hier runter, dass ich hier einen Pfeil bekomme, weil ich benutze kein Line oder keine Linie, sondern ich baue mal ein Kreuz. Und zwar hier. Also, falls das jemand wissen wollte. Oder falls sich jemand wundert, wann früher war es ja immer so, dass die meisten Linie gelöst haben, aber heutzutage ist das nicht mehr so. Das Kreuz ist besser. Ja, und hier gibt es schon mal einen coolen Fall, und zwar kann man hier zwei Paare in einem Mal lösen, und zwar mit einem Kommutator. Und zwar, wenn man D macht, dann werden die beide zu einem Paar verbunden. Dann tut man hier die Ecke rein, geht hier zurück und dann tut man das Paar wieder rein und hat hier zwei gelöst. Dafür müssen wir jetzt halt die anderen Paare hinten lösen, und zwar hier ist einmal eins, das kann man so lösen. Und dann das zweite, das ist ziemlich einfach. So, dann haben wir hier einen Fisch oder einen Soon, wie man es halt nennen will. Und dann hier einen G-Perm. Genau. Und dann hier die zweite. Und da schaue ich auch erstmal, was am besten aussieht. Ja, da entscheide ich mich jetzt mal für Orange vorne und Weiß oben. Also mit O', da kann man diese 4 bösen Kanten auf eine Seite bringen und mit B kann man sie dann orientieren. Dann hier mit, oder man könnte jetzt R machen und dann F, um die restlichen zu orientieren. Aber was gut ist, was man machen kann, ist auch U, R, U'. Und dann hat man genau das gleiche bezweckt, nur dass man diese eine Ecke noch hat. Die wäre ansonsten zerstört worden und die kann man dann hier reintun, dass man hier so ein 2x2 bekommt. Dann lustigerweise kann man hier auch nochmal das präservieren und das dann runter, das dann hoch und bevor man dann das hier ganz hoch tut, könnte man auch hier dieses Paar formen und dann haben wir jetzt im Endeffekt schon die ersten zwei Ebenen fast komplett gelöst. Ist auch praktisch. Dann hier dieses Paar. Das ist auch ziemlich einfach. Ja, anstatt dass ich jetzt so mache und dann vielleicht irgendeinen blöden Fall bekomme, wo alle Ecken nicht orientiert sind, mache ich mal so. Und dann ja, habe ich schon einen besseren Fall. Dann COLL, weil ich kann keinen ZBL und dann hat EPLL.
Okay. Dann als nächstes. Der Scramble wäre gut für Lior. Dann könnte man hier es so machen. Aber nein, das mache ich natürlich nicht. Ich mache ZZ mal. Okay. Und hier, da könnte man jetzt, wenn man auf der Seite, ich nehme jetzt mal rot, da hat man hier diese zwei Kanten. Und ich mache jetzt mal so einen Trick für You, dass man nicht auf der Seite löst, wo man wirklich auch die Kanten erkennt, sondern auf der Seite, die halt ein Y entfernt davon ist. Und da orientiere ich jetzt mal die hier. Also man versteht gleich, warum ich das so mache. Und dann sind die orientiert. Hier F. Dann habe ich hier schon diese Linie, aber die Kante ist noch falsch. Und dann hier so. Und dann, man könnte jetzt D' machen und dann rübergehen, aber man kann auch einfach klein U' machen. Und dann haben wir unser Kreuz. Dann als nächstes hier können wir dieses Paar lösen. Und hier rein. Dann das nächste Paar trennen und auch lösen. Und dann hier das Paar. Und dann haben wir auch so ein TTLL. Ich kann aber kein TTL, leider. Tut mir leid, Swagrid. Also, ich kann nur ToLook und dann mache ich hier einfach einen Kommutator. Und dann mache ich hier mal den Raven-Algorithmus, nur auf der linken Seite. Und der löst dann auch gleich den AUF, also praktisch dieses U da. Okay, dann zum vierten. Okay. Ja, das ist wieder typisch. Das wäre jetzt so ein schönes Lior, dass man hier einfach den ersten Block so schnell hätte, aber nein. Ich muss ZZ machen. Ah. Okay. Sieht tatsächlich nicht so gut aus. So. Ja, ich mach's mal so. Hier gehe ich runter, dass man wieder die 4 auf einer Seite hat. Orientieren. Dann hier rüber und auch wieder 4 auf einer Seite. Orientieren. Und dann sieht man, diese beiden sind falsch zueinander. Deswegen setze ich das und anstatt dass ich so mache, gehe ich so, dass ich dieses Paar noch habe. Und dann hier das aus dem Weg, hier rüber und dann so. Dann haben wir dieses Paar, das wir behalten haben. Das können wir jetzt reintun. Dann das nächste Paar lösen. Das ist jetzt ein bisschen blöd wegen Lookahead, weil wir dann beide vorne haben, aber naja, auch nicht so schlimm. Dann das nächste Paar hier. Und das hier, da können wir dann diesen Block eigentlich, der wird schon praktisch automatisch reserviert. Da müssen wir eigentlich gar nichts tun. Und dann, oh, ja, ich weiß nicht, ob ich den Fall noch kann. Probier mal aus. Ah, doch, okay. Also das war ein ZBL, den ich zufällig konnte. Ist auch nützlich, wenn man die man leicht erkennen kann, dass man die am Anfang lernt. Dann später die schwierigen. Okay. Also hier würde ich auch wieder aufs weiße Kreuz und blau vorne gehen. Hier habe ich einmal eine böse Kante. Die kann man hier orientieren. So praktisch von hier aus so. Und dann hier rüber. Die beiden dahin bringen, dass wir alle wieder, also wieder alle 4 vorne haben. F, L'. Und dann haben wir hier schon diesen Pfeil, der dann halt noch falsch positioniert ist, also D und L2 und dann haben wir es schon.
Dann haben wir hier gleich ein freies Paar. Das ist auch praktisch. Da könnte man jetzt auch irgendwie sowas machen, aber ich lasse es mal lieber hier rein. Und dann gibt es hier einen coolen Algorithmus. Und zwar kann man, wenn man hier oben die Ecke hat und hier hinten die Kante, dann kann man es so machen. R2, klein u, R2, klein u Strich und wieder R2. Und dann hat man das gelöst. Dann haben wir hier noch zwei Paare. Und das hier, das ist ein blödes Paar. Und deswegen versuchen wir jetzt mal das wegzubringen. Und zwar können wir hier mit Keyhole das hier reintun. Und dann hier wieder zurückgehen. Und dann haben wir die Kante hier raus und dann haben wir schon ein besseres Paar. Ja, und dann, den ZBL, den kann ich auch zufällig. Und dann haben wir den 5. auch schon durch. Ich schau mal, ich werde so 10 oder sowas machen. Okay, also dann haben wir hier den 6. Und der sieht interessant aus, weil man hat hier schon mal zwei Kanten gelöst vom Kreuz. Aber das muss noch nicht viel aussagen, weil wenn die Ecken blöd orientiert sind, dann bringt uns das auch nichts. Aber hier ist es tatsächlich, ja, hier mache ich mal was anderes. Und zwar normalerweise orientiert man ja immer zuerst die Kanten, habe ich vorher Ecken gesagt, ich meine die Kantenwändern. Aber normalerweise orientiert man ja immer zuerst die Kanten und dann löst man das Kreuz. Aber hier mache ich es mal andersrum, weil wir haben hier nur zwei böse Kanten und dann kann ich hier das rüber bewegen, dass es halt nicht von dem berührt wird oder sowas. Und dann das hier rauf, das hier rüber, dann haben wir das Kreuz gelöst und dann oder fast gelöst halt, und dann mit 3 Zügen können wir die Kanten orientieren und das Kreuz auch vollständig lösen. Dann haben wir wieder Glück, dann können wir hier 3 Zügen und hier hinten, dann lösen wir das auch mal. Dann haben wir hier noch zwei Paare und zwar können wir, macht eigentlich nicht viel Unterschied, wie wir das jetzt machen, weil wenn wir jetzt das zuerst lösen, da passiert dann auch nichts mit dem anderen. Also löse ich zuerst das andere und hoffe, dass irgendwas Gutes rauskommt. Oh nein, es kommt nichts Gutes raus. Lösen wir es so. Und dann hier haben wir wieder diesen Fisch. Und dann R-Perm. Dann 6. 7. meine ich. Okay. Das sieht auch interessant aus. Okay. Also was man hier machen könnte, ist Orange vorne haben. Und dann hier F, um die Kanten, also diese 3 bösen Kanten zu orientieren, und dann bekommt man halt die hier raus. Und dann U', dass die hier rüber gehen. Dann L', F' und Entschuldigung, R' und F'. Und dann hier U2 und dann halt die beiden hier rein. Dann bekommen wir hier auch schon ein gelöstes Paar. Schön. Und das dann hier rein. Dann können wir in dieses Paar canceln. Und dann bekommen wir auch das. Wir können dann hier hinten das Paar da hinten lösen. Und dann hier das letzte Paar. Genau. Und dann mache ich wieder COLL und EPLL. Okay. Der sieht auch wieder so interessant aus. Und da wir was machen können.
Also das Interessante ist hier halt, dass das schon relativ zu dem praktisch gelöst wird. Und hier haben wir auch nochmal diese Ecke. Und ja, ich versuche es einfach mal. Also ich mache zuerst nur F2, L', dass ich die zwei auf einer Seite habe und dann hier rüber und die 4, also die zwei auf einmal haben und dann haben wir diese 4, können wir orientieren und dann R und dann haben wir die oben und dann können wir hier drüben L', das wären halt hier dieses Kreuz haben, aber davor machen wir noch D' und ich weiß jetzt nicht, ob ich das normalerweise sehen würde, aber hier kann man auch noch hier U' machen, dann R, dass man dieses Paar auch noch hat. Dann haben wir unser X-Kreuz, dann das rein, und hier das Paar. Und dann bekommen wir lustigerweise hier auch gleich wieder ein Paar. Und dann bekommen wir sogar hier ein WVCP, wo wir das reintun können. Und dann sind die Ecken auch schon mal gelöst. Und dann machen wir den Raven. Und dann ist der auch schon vorbei. Dann hier ist jetzt dann der 9. Den und dann noch einen. Okay. Der ist schön, weil auf der Seite hier haben wir nur die und die böse Kante. Also können wir da auch was machen. Und zwar einmal alle auf eine Seite bringen. Dann F. Dann anstatt es sich die jetzt alle einsetzt, tue ich erstmal R, D'. Dann könnte man hier M' machen. Dann hier B2 und dann hat man die schon drin. Und Kreuz hat fertig. Dann hier raus, so trennen und hinten rein. Dann hier können wir das Paar auch noch lösen. Und das löst dann auch gleich das hier, weil es gibt ja das hier. Und dann ist das auch gelöst. Und dann, ja, den Block können wir jetzt wahrscheinlich nicht behalten, deswegen zerstöre ich ihn einfach mal gleich. Und dann das letzte Paar. Genau, und dann haben wir hier so ein blödes COL. Mit dem muss dann auch klarkommen und dann Z-Perm. Okay, dann schon der letzte. Hier. Okay, ja, das ist eigentlich auch recht gut. Also wir haben hier wieder 4 böse Kanten. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt die hier einmal rüber. Die ist so, dass die, praktisch, wenn wir das dann rüber bewegen, gelöst wird. Und dann hier hoch. Dann haben wir alle 4 auf einer Seite. Orientieren. Und dann wieder hier einsetzen. Genau, und dann ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ja. Dann nehmen wir hier das hintere Paar, mit zumindest besseres Lookahead, und dann können wir gleich in das rein canceln. Und dann das hier. Dann, das ist auch noch recht offensichtlich. Hier dann. Und ja, da können wir hier noch so machen. Dann hier, damit wir diesen Block präservieren, also es kommt dann irgendwas. Oder warte, was kommt dann eigentlich raus? Es könnte wahrscheinlich ein J-Perm werden. Im schlimmsten Fall wird es auch ein V-Perm. Ich hoffe mal nicht. Schau, es wurde ein J-Perm und entweder könnte man jetzt hier den machen oder man nimmt diesen, also den benutze ich eigentlich eher selten, aber für den AUF kann man auch sowas machen. Genau. Also das waren jetzt die 10 Beispiellösungen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Joint bitte dem ZMS, ZZ-Methoden-Löser Server, weil da wird irgendwie alles diskutiert. Also alles über die ZZ-Methode. Ist eigentlich eher auf Englisch, aber ich glaube, wenn ihr deutsche Fragen habt, dann
könnt ihr da auch schreiben. Ich antworte vielleicht. Ja, und auch danke an Jen für die Idee, dass ich auf Deutsch mal Zauberwürfel Beispiellösungen mache. Und ja, ciao.